Messgerät auf Widerstand stellen. Dann, ich habe in dem Fall solche Messstrippen. Dann gehen wir her, dann schauen wir nach dem Katalog. Also von Rot auf Braun sollte größer als 1 Megaohm sein. So, dann stecke ich bei unserer Rosenberger Box ein, Rot auf Braun. Wichtig ist natürlich, das Kabel muss angesteckt sein, sonst stimmt der Wert logischerweise nicht. Passt, ist größer als 1 Megaohm. Dann schwarz auf blau, ebenso noch bei der Rosenberger Box. Das heißt, ich stecke von da auf da um. Jetzt sollte der Widerstand kleiner als 0,5 Ohm sein. Wenn man sieht, er ist kleiner, also ist okay. Dann geht es jetzt von Rot auf Akkustecker Rot. Der Akkustecker ist immer da abgebildet und da ist schön angezeichnet mit der Farbe Rot. Das heißt, wenn wir den Akkustecker da vor uns haben, dann ist das Rote in dem Fall da. Das heißt, dann stecken wir bei der Box auf Rot und da ebenso auf Rot. Dann müsste da kleiner als 0,5 Ohm sein. Wenn man sieht, es ist also. Passt. Dann kann die Rosenberger Box auf Rot bleiben. Der Akkustecker messe ich auf Schwarz. Schwarz ist in dem Fall der mittlere Pin. Das heißt, ich messe daher. Sollte größer als 1 Megaohm sein. OL heißt größer als 1 Megaohm, also passt auch. Dann geht es weiter. Rot auf Grün. Der grüne ist der Pin. Das heißt, auf daher messen. Ist auch größer als 1 Megaohm, funktioniert auch. Dann bei der Rosenberger Box auf Schwarz umstecken. Dann stecken wir da auf Schwarz um. Beim Akkustecker soll man auch auf Schwarz messen. Das heißt, Schwarz ist der mittlere. Und jetzt sollte Schwarz auf Schwarz kleiner als 0,5 Ohm sein. Es hat 0,2 Ohm, also passt perfekt. Dann Schwarz können wir stecken lassen. Wir sollten auf den grünen messen vom Akkustecker, also messen wir auf den grünen. Da sollte es größer als 1 Megaohm sein. Wie man sieht, ist es auch. Passt. Und jetzt zum Schluss noch grün auf grün messen. Das heißt, wir stecken da nochmal um auf grün und bei Zeichnung eben auch auf grün. Also hier sollte jetzt ein Durchgang sein. 0,01, sehr perfekt. Stimmt genauso, also in dem Fall, das Kabel ist somit getestet.